Hallo und willkommen zur Jagd nach der Wahrheit im Glas. Heute wird es persönlich, heute wird es musikalisch, heute wird es richtig stark. Ein Cognac von Marie Fauché aus dem Jahr 1979, selektiert von Malternative Belgium, derer mittlerweile schon 48. Release. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Und so haben wir heute mal wieder einen Cognac von Marie Fauché auf dem Tisch und ich durfte nun schon ein paar Reviews zu Marie Fauché machen. Soweit ich mich erinnere, war jetzt alles davon Abfüllungen von Malternative Belgium. Und zu einem Review blende ich euch einmal den Link hier oben ein, dort erfahrt ihr etwas mehr zu Marie Fauché. Und heute ist es eben auch wieder ein Cognac von Malternative Belgium mit dem schönen Titel Le Pour les Pieds, übersetzt so viel wie liebevolles Necken bedeuten soll. Es ist ein Tribut an den Opa von Isatis von Malternative Belgium, welcher Akkordeon gespielt hat, und deswegen schauen wir auch natürlich in dem Moment gleich auch mal noch auf die Flasche, denn es ist dann auch hier auf der Flasche das Ganze zu erkennen, der Akkordeon spielende Opa. Und genau diese Musik, diesen Charakter soll dieser Cognac haben. Hält er dem emotionalen Druck stand? Das testen wir gleich. Bevor wir aber mit der Wahrheit im Glas loslegen, schauen wir noch ganz kurz auf die Zahlen und Fakten. Es ist eben der Cognac heute von Marie Fauché aus dem Jahr 1979. Er wurde 2026 abgefüllt und somit ist er 47 Jahre alt, aus dem Favois von Malternative Belgium. Natürlich auch hier eine Einzelfassabfüllung. Es sind keine Zusätze drin. 54,1% ist der Alkoholanteil, wie immer das Ganze in Fassstärke abgefüllt. Bei einer Flaschengröße von 70 cl ergibt das Ganze 366 Flaschen zu einem Preis von 199 €. Ab ins Tasting und Start mit der Wahrheit im Glas. So, wir sind bereit. Wir blicken natürlich wie immer ganz kurz einmal auf die Farbe. Und die Farbe, erstaunlicherweise, recht hell. Also fast 50 Jahre alt und es ist ein schöner goldener Farbton. Das heißt natürlich auf der einen Seite erwarte ich mir etwas fruchtige Aromen bei einem solch hellen Farbton, aber natürlich müssten auch schon ein bisschen was vom Fass da sein. Aber schauen wir mal, was wir alles so finden. Wir starten mal mit dem ersten Riechen. Wow, ein richtig frisch, fruchtiger Beginn. Schön. Rote, süße Äpfel. Aber ich habe auch ein bisschen was von Bitterfruchtigkeit, vielleicht so eine Blutorange. Dazu kommt ein bisschen was an Zitronenschalen. Also diese Bitterfruchtigkeit, diese Zitrusaromen, die kribbeln schon so ein bisschen richtig in der Nase. Interessant und sehr schön gemacht. Ja, und es kommt auch so unterschwellig noch so eine ganz leichte Karamellnote noch dazu, die das Ganze dann doch vom Fass her nochmal so ein bisschen was einem gibt, aber sehr dezent. Also sehr dominant fruchtig und wie gesagt, aufgrund der Farbe habe ich mir jetzt fruchtige Aromen natürlich nicht gewünscht, aber erwartet, und dafür ist es doch sehr fruchtig. Also wow, richtig schön. Eine schöne Nase und wir schauen mal, wie er schmeckt. Santé. Wow, hui, kraftvoll, richtig kraftvoller Antritt im Geschmack. Hier wieder Fruchtigkeit da, aber jetzt kommt mehr Intensität dazu. Es wird richtig scharf, Ingwer, aber so ein richtig scharfer Ingwer, nicht nur so ein bisschen, so ein richtig scharfer Ingwer. Und dennoch habe ich auch hier wieder ein bisschen was von diesen Äpfeln, aber auch dann kommt für mich so ein bisschen was von dem Sandelholz jetzt dazu. Also hier war vom Fass schon ein bisschen was noch da. Dezent, aber es war was da. Und hier vielleicht noch im Geschmack so ein bisschen wieder was von so diesen Zitrusaromen. Also auch hier Zitronenschalen für mich, die noch so ein bisschen damit gemischt sind, wenn man so will. Also zitruslastig ist er definitiv, dieser Cognac. Wahnsinn. Und würde mich jetzt tatsächlich mal noch interessieren, was hier für eine Traubensorte verwendet wurde für diesen Cognac. Also für Uni Blanc ist es mir fast schon zu zitrusfruchtig, aber kann es jetzt nicht sagen, ich weiß es leider nicht. Aber könnte auch eine Mischung sein, vielleicht noch mit Colombard. Und dann im Abgang ist es dann die Eiche, die etwas dominanter wird. Es wird trockener, die Fruchtigkeit nimmt sich etwas zurück. Man hat noch so ein bisschen was vielleicht von einer getrockneten Orange, nochmal so ein bisschen was von Zitronenscheiben, die da noch mit dabei sind. Und vielleicht noch so ein bisschen was von einer leichten Nussigkeit. Ja, so geröstete Mandeln. Ja, so diese Kombination schön. Also muss sagen, Abgang tatsächlich fand ich nochmal, weil auch da diese Zitrusaromen nochmal so intensiv da waren, fand ich den Abgang fast so mit am interessantesten bei diesem Cognac. An sich wunderschöner Cognac.
traumhaft mit diesen tollen Zitrusaromen drin. Mal was komplett anderes wieder. Für das Alter entsprechend wahnsinnig fruchtig und wie man das hinbekommt nach 47 Jahren, dass dieser Cognac in dem Fall noch so viel Zitrusfruchtigkeit in sich trägt, ist schon wirklich erstaunlich und also ganz toll, eine richtig schöne Abfüllung mal wieder von Alternative Belgium geworden. Und natürlich kommt aber auch dann die Intensität dazu. Die Eiche ist auch etwas da, aber jetzt keine Bitterkeit für mich drin an der Stelle. Er ist einfach dann wirklich im Geschmack, da haut er nochmal richtig einen raus mit seiner scharfen Ingwernote, die da drin steckt. Und dadurch ist er einfach auch unglaublich spannend irgendwo. Und ja, er ist wirklich lebhaft, ein richtig schöner gemachter Cognac. Und natürlich schauen wir noch auf die Punkte am Ende. Wir haben hier 22,5 für die Nase, 22,5 auch für den Geschmack. Ich gebe ihm für den Abgang 23 Punkte. Ja, ich fand ihn an sich vom Gesamten, deswegen auch für den Gesamteindruck nochmal 23 Punkte, sehr gut, hat mir unglaublich toll gefallen, weil ich einen super spannenden Charakter, eine super spannende Identität finde. Aber so im Abgang hat er mich einfach nochmal so ein bisschen mehr bekommen, vielleicht wie im Geschmack und in der Nase, aber das sind wirklich nur Nuancen hier, sondern ein halber Punkt Unterschied. Und dann haben wir am Ende tolle 91 Punkte für diesen Farbar Cognac von Marie Fauché und natürlich auch von Alternative Belgium. Und weiß nicht, ob Isatis vielleicht auch diesen Cognac hier ausgewählt hat. Wenn dem so sein sollte, Isatis, tolle Auswahl, herzlichen Glückwunsch. Wirklich ein toller Cognac und auch ein richtig schönes Tribut natürlich hier an deinen Opa. Wir sind am Ende vom heutigen Review. Lasst mich mal gerne wissen, wenn ihr ihn probieren konntet, wie er euch gefallen hat, wie er euch geschmeckt hat. Und natürlich an der Stelle auch nicht vergessen, sofern euch das Review heute gefallen hat, einen Daumen nach oben da zu lassen und auch nicht vergessen zu abonnieren. Denn um weitere solche vielfältigen und spannenden Reviews auf meinem Kanal nicht zu verpassen, braucht ihr definitiv ein Abo. Ich sage Cheers, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Benjamin.